Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Norbert Jäger und in diesem Video möchte ich zeigen, wie man in Canva bei einer Schrift eben so einen weißen Rand dazufügen kann. Also damit man, wenn man YouTube-Videos erstellt, diesen weißen Rand eben dabei hat. Und es gibt hier schon einige Videos, wo erklärt wird, wie man in Canva das Ganze bei einem Bild oder bei einer Person eben macht, diesen weißen Rand. Aber das mit der Schrift ist ein bisschen anders und ich habe mich jetzt erkundigt und versucht, das herauszufinden. Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit und die möchte ich eben jetzt zeigen. Wir nehmen also hier eine beliebige Vorlage, dann geht man hier auf Text und nimmt die Überschrift. Meine Lieblingsschrift ist diese Leergauer Spartan, die habe ich gern und ich habe meistens die Farbe braun bei meinen Videos. Hier machen wir das ein bisschen größer. Können wir auch hier noch ein bisschen vergrößern, dass man das dann besser sieht, den Rand. So. Und jetzt möchte ich also, wenn das sagen wir mein Thumbnail wäre, dann möchte ich um diese Schrift so einen weißen Rand haben, damit es eben besser zum Vorschein kommt und ansprechender ist. Bei einem Bild würde man es so machen, man klickt das an und geht dann auf Schatten und so weiter. Da macht man so, man klickt natürlich das auch an, geht dann hier auf Effekte und dann ist wichtig, dass man hier auf Stil geht und bei Stil Schatten anklickt. Ja? Und das kann man gleich lassen. Wichtig ist, dass man jetzt die Transparenz auf 100 setzt und ein Weichzeichen auf 0. Und bei der Farbe jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte einen weißen Rand haben. Und schon ist der weiße Rand hier. Und ich könnte jetzt zum Beispiel noch sagen, ich ändere hier ein bisschen die Richtung. Dann sieht man also, dann ändert sich von der Schrift, in welche Richtung dieser Rand geht. So würde mir das recht gut gefallen. Und der Versatz ist dann also, wie stark das Ganze ausgeprägt ist. Also man kann das dann hier fast deckungsgleich machen, dass man ihn kaum sieht, oder man kann es viel stärker machen. Das ist ein bisschen vergleichbar, wie wenn man es beim Bild macht oder wo man die Größe dann einstellt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich gutes Gelingen und viel Spaß mit Canva und wie man diese Schrift eben mit Rand versieht. Bis bald, ciao.